voodoo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf dem Testgelände. Viele haben gefragt, kannst du nicht mal einen Vergleichstest machen zwischen den drei Haupt-VR-Brillen für den PC, und zwar der Vive, der Rift und der Windows Mixed Reality. Klar kann ich das machen. Ich habe ja schon vor Ewigkeiten damals mal einen Vergleichstest zwischen der Vive und der Rift gemacht, aber der ist ja völlig veraltet. Die Rift hat zum Beispiel jetzt die Touch-Controller und alles. Deswegen werden wir uns das jetzt nochmal genau zusammen anschauen und vergleichen, was kann die eine Brille, die andere oder die. Wir werden auf viele Punkte eingehen, zum Beispiel wir werden uns Komfort angucken, das Setup von den Geräten, wie sind die Controller, wie ist das Display, wie ist das Spieleangebot, auf was kann man zugreifen, wie ist die Erweiterbarkeit, wie funktioniert das Tracking, wie ist der Preis natürlich auch, kann man den Augenabstand einstellen und wie, und ist das Ding für Brillenträger geeignet. Solche Sachen werdet ihr jetzt von mir sehen. Ich habe sehr viel Zeit gehabt, jetzt die drei Brillen ausgiebig im Einsatz zu testen, und deswegen denke ich mal, kann ich euch das auch ganz gut vermitteln. Also zieht euch einfach mal rein, viel Spaß und los geht's. Ja, los geht's. Fangen wir an mit Komfort und Gewicht. Finde ich sehr wichtig. Ich habe euch erstmal die rohen Zahlen hingeschrieben, und zwar sind das die Zahlen ohne jegliches Zubehör, Leute. Ohne Wireless-Adapter, ohne Audio-Straps oder ohne irgendwas. So, wie wir hier sehen können, sind da die Vive und die Rift gleich auf, und die Samsung Odyssey schlägt da mit fast 200 Gramm mehr zu Buche. Aber Leute, das Gewicht ist meiner Meinung nach ziemlich egal, solange der Komfort stimmt. Ich rate euch jetzt schon dazu, wenn ihr euch für die Vive entscheidet, nehmt das Deluxe Audio Strap dazu. Dadurch wird die HTC Vive zwar nochmal um 170 Gramm schwerer, aber dadurch sitzt die halt wirklich viel besser. Wir gucken uns jetzt die einzelnen Brillen mal genau an. Also fangen wir mal mit der HTC Vive an. Das ist jetzt die HTC Vive inklusive dem Deluxe Audio Strap, was ich jedem nur ganz unfassbar empfehlen kann. Kauft euch nicht die Vive ohne das Audio Strap. Das ist nämlich sonst doof. Und zwar mit diesem Audio Strap, das kostet 120 Euro. Da habt ihr, das seht ihr hier, diese Schraube, damit könnt ihr das ganze Headset zusammendrehen. Und es hat wirklich hinten schönen angenehmen Schaumstoff, und das Gewicht ist dadurch auch wirklich sehr gut verlagert auf dem Kopf. Wenn ihr die Vive ohne das Deluxe Audio Strap habt, dann sitzt das so dermaßen unbequem hier drauf, dass du wirklich so Abdrücke hast. Also mit dem Audio Strap kann ich sehr empfehlen. Also es ist bequem, man kann da auch wirklich sehr lange mitzocken, ohne dass man irgendwelche Ermüdungserscheinungen merkt. Trotzdem ist die Vive natürlich ein dickes Headset, also das ist schon groß hier vorne. Man merkt es trotzdem noch auf dem Gesicht, aber es ist durchaus, ja, sag ich mal, angenehm. Also kein Problem jetzt da, sag ich mal, 2-3 Stunden mitzuzocken, würde ich sagen. Das ist die Oculus Rift. Wie ihr da sehen könnt, die Leute, die das Ding kennen, ich habe einen anderen Gesichtseinsatz benutzt, und zwar das VR-Cover, weil ich finde das Original von der Rift sehr unbequem. Ich stelle es mir immer so vor, das Original von der Rift fühlt sich für mich an, wie als wenn ich einen Karton auf das Gesicht gedrückt habe, so eine Art Presspappe. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich nicht schön angefühlt. Aber dieses Ding ist wirklich nicht teuer. Dieses VR-Cover, es kostet, glaube ich, $25 oder was. Und das kann ich euch wirklich empfehlen, weil damit finde ich die Rift sehr bequem. Also das drückt nicht mehr hier, das fühlt sich auch nicht mehr komisch an. Und die Rift passt sich auch ziemlich gut dem Kopf an. Ihr seht dieses Ding hinten, das sitzt hier hinten sehr schön auf dem Kopf drauf.
und dann halt noch dieses VR-Cover, was schön aus Stoff hier dann auf dem Gesicht aufsitzt. Oben an der Rift seht ihr und an den Seiten seht ihr die Einstellung für die Kletteinstellung, sage ich mal, die Klettverschlüsse, wo ihr dann halt das an euren Kopf anpassen könnt, und das müsst ihr nur einmal machen, das kann so bleiben, weil das Ding stretchbar ist. Das heißt, ihr könnt das auf den Kopf setzen und ein bisschen auseinanderziehen und das snappt dann wieder so zusammen, weil da Federn drin sind. Das ist bei der Vive auch so mit so einem Federmechanismus. Aber Leute, was bei der Rift ein bisschen schwierig ist, wenn ihr Leute am Start habt, die das zusammen mit euch testen wollen, dann müsst ihr die jedes Mal wieder absetzen und individuell einstellen. Das ist mit dem Deluxe Audio Strap bei der Vive nicht ganz so schlimm, weil wir halt dieses Rädchen haben, du drehst es halt auf, der nächste setzt es wieder auf und drehst es halt wieder zu, und du musst sonst nichts machen. Das ist für Partys, sage ich mal, ist das HTC Vive Deluxe Audio Strap besser geeignet als das Original Ding von der Oculus Rift, aber ich sag mal, die meisten werden sowieso das Ding alleine zu Hause haben, und da sehe ich jetzt bei der Vive und bei der Rift keine so großen Unterschiede. Die kann man beide vernünftig benutzen. Die merkt man zwar vorne hier, aber ich kann da problemlos 2 Stunden mit beiden Brillen zocken. So, kommen wir zu der Windows Mixed Reality Brille. Ich habe die Samsung Odyssey. Und was soll ich sagen? Das Ding gewinnt meiner Meinung nach ganz weit vor der Vive und der Rift in Sachen Komfort. Das Ding sitzt so dermaßen bequem auf dem Kopf. Ihr seht hier, das sitzt hier oben auf der Stirn, und wir haben richtig schönes Leder. Wir haben hier hinten Leder. Wir haben auf den Augen oder auf dem Gesicht auch Leder. Und du merkst dieses Ding fast gar nicht, weil es wirklich hier und hier sitzt. Ne? Also wirklich da, wo einem das Gewicht nicht stört. Ich könnte mit diesem Ding unendlich lange zocken, würde ich fast sagen. Das ist extrem bequem und auch sehr hochwertig designt. Also man sieht das Ding und das siehst du, das fühlt sich sofort richtig geil an auf dem Gesicht. Und von der Einstellmöglichkeit ist es genau wie das Deluxe Audio Strap. Ihr habt dieses Rädchen da, das heißt, ihr setzt es auf und dreht das dann hinten auch so zusammen. Das heißt, diese Brille ist auch dafür geeignet, wenn ihr mal mehrere Leute habt, schnell aufsetzen, schnell absetzen und hier das Ding halt drehen. Das klappt ganz gut. Also würde ich sagen, vom Komfort her würde ich tatsächlich die Samsung Odyssey den anderen beiden Brillen bevorzugen. Tja, das Thema Raumsetup, Leute, auch eine wichtige Angelegenheit für alle, die nicht wissen, was bedeutet das überhaupt jetzt alles für mich, was muss ich in meinem Wohnzimmer oder wo ihr auch immer das alles habt, wegräumen, oder was muss ich an die Wand anbringen und so. Wie groß kann das überhaupt sein? Und ich sage euch jetzt mal die aktuellen Herstellervorgaben. Also bei der HTC Vive haben wir eine maximale Fläche von 5 Metern mal 5 Metern. Und das habe ich auch schon mal versucht, das kann ich bestätigen, das funktioniert absolut problemlos. Das geht auch noch größer, also das sind wirklich die Mindestangaben, die ich jetzt hier rausgesucht habe vom Hersteller. Bei der Oculus Rift haben wir mit dem 3-Sensor-Setup auch ein Spielfeld von 2,5 Metern. Da kann ich aber auch schon sagen, das geht auch größer. Allein ich habe hier schon größeres Spielfeld für die Rift. Von daher ist das, ich sag mal so, die Mindestangaben halt. Ne? Also ihr könnt es auch erweitern, mindestens ein bisschen, mindestens 1 Meter würde ich sagen, kann man das auch noch erweitern, und das funktioniert dann auch noch tadellos. Bei der ist es natürlich krass. Das habe ich selber sogar schon getestet. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Ihr könnt, wenn ihr einen Gaming-Laptop habt, steckt ihr in den Rucksack rein, setzt das Ding auf, und ihr könnt draußen quasi ein unendlich großes Room-Scale-Setup nutzen. Ihr könnt wenn ihr zum Beispiel auf einem Sportplatz seid oder einem Riesenplatz, dann könnt ihr, sobald das Ding sich kalibriert hat, könnt ihr wirklich unendlich groß rumlaufen. Ihr könnt zum Beispiel
Das habe ich mit Minecraft getestet. Ihr könnt zum Beispiel 100 Meter in eine Richtung gehen und das Ding hat immer noch Tracking. Und das ist natürlich ein unfassbar krasser Vorteil von den Windows Mixed Reality Brillen, dass die haben quasi ein sogenanntes World Scale, einen unendlichen Room Scale Bereich. Mir ist es noch nicht vorgekommen, dass das Tracking verloren geht, egal wie groß die Umgebung war. Ich war mitten in einem Dorf, ihr habt mein Video gesehen und das Tracking ist nicht verloren gegangen. Aber Leute, ihr müsst es tagsüber machen. Sobald die Dämmerung einbricht, sobald das ein bisschen dunkler wird, dann wird es schwieriger. Es muss wirklich hell draußen sein. Das ist wichtig. So, und jetzt gucken wir uns noch die einzelnen Setups an. Wie sieht das aus? Was muss man an die Wand anbringen? Fangen wir mal mit der HTC Vive an. Meiner Meinung nach ist das die Brille, wo das Setup tatsächlich am aufwendigsten ist. Ihr müsst Sachen an die Wand bohren. Also klar, ihr könnt natürlich auch irgendwelche Ständer benutzen und das da dran schrauben. Ich habe es allerdings an die Wand gebohrt. Das sind auch so Vorlagen dabei und so. Und zwar ungefähr in 2 Metern Höhe. Das sieht so aus. Ihr habt 2 Schrauben und so ein Kugelgelenk, damit ihr das muss ungefähr so im 45 Grad Winkel auf die Fläche strahlen, und zwar müsst ihr davon 2 an die Wände befestigen, und zwar diagonal gegenüber. Wenn ihr jetzt eine 5x5 Meter Fläche habt, dann macht das genau in die gegenüberliegenden Ecken rein von eurer Spielfläche. So, manchmal gibt es das Problem, diese beiden Stationen müssen sich gegenseitig sehen, die müssen Blickkontakt zueinander haben. Aber Leute, manchmal haben wir, vielleicht sag mal, irgendeiner hat da einen Schrank stehen oder aus irgendeinem Grund ist die Sichtverbindung verhindert. Da habt ihr aber dann ein sehr, sehr, sehr langes Synchronisationskabel dabei. Das sind 2 Klinkensteckerkabel. Damit könnt ihr die Base Stations miteinander verbinden und dann geht das auch ohne direkten Sichtkontakt. Die Basisstationen müssen nicht an den PC angeschlossen werden. Das ist ein großer Vorteil, Leute. Ihr müsst keine Kabel zum PC legen. Es reicht, wenn ihr einfach irgendwo in der Nähe eine Steckdose habt. Manche haben extra deswegen eine Steckdose in die Wand eingebracht nebendran, sodass quasi keine Kabel zu sehen sind. Das geht auch. Das ist ein großer Vorteil von der HTC Vive. Das Ganze nennt sich Lighthouse. Und zum Tracking kommen wir aber später noch, das mache ich als separaten Punkt. So sieht es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, in 2 Metern Höhe, diagonal gegenüber in eurer Spielfläche, und dann müsst ihr auch nichts an den PC anschließen. Kommen wir zum Rift Setup. Meiner Meinung nach geht das ein bisschen schneller als mit der Vive. Aber Leute, es ist sehr wichtig, um gutes Tracking bei der Oculus Rift zu haben, braucht ihr 3 Sensoren. Das ist wichtig, das empfehlen die meisten Leute. Manche sagen, es klappt auch einigermaßen mit 2 Sensoren. Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir hat das sehr schlecht geklappt mit 2 Sensoren. Deswegen habe ich einen dritten bekommen von Oculus und jetzt funktioniert das Tracking wesentlich besser. Und zwar kriegt ihr diese Ständer mitgeliefert, diese Teile da, und ihr müsst, wenn ihr jetzt quasi frontal zu eurem Fernseher oder wo er oder am Bildschirm steht und ihr guckt nach vorne, dann habt ihr jeweils 2 Sensoren vor euch, und der dritte Sensor ist nicht direkt hinter euch, sondern diagonal in irgendeiner Ecke vom Spielfeld hinter euch. 2 vor euch, einer hinten diagonal. Das seht ihr in dem schwarzen Bild ganz gut. Die Sensoren müssen auf die Spielfläche zeigen. Ich habe die ungefähr in die Höhe gelenkt, wo mein Headset ist. Also so ein bisschen hoch, wenn ihr steht oder was. Ist aber auch kein Problem. Die haben eine ziemlich gute Reichweite und da könnt ihr, wie gesagt, auch mehr als 2,5 x 2,5 Meter nehmen. So, jetzt kommt meiner Meinung nach ein kleinerer Nachteil gegenüber dem Vive Setup, obwohl es schneller geht. Und zwar müssen die Sensoren alle mit USB an den PC verbunden werden, Leute. Das bedeutet, wenn jetzt euer PC vor euch steht oder da, wo der Monitor ist, wie das in den meisten Fällen ist, dann die vorderen beiden Sensoren sind ja kein Problem. Die tust du halt eben an USB 3.0 wichtig, Leute. 2 von den Sensoren brauchen USB 3.0 und einer braucht USB 2.0.
Es haben Leute auch schon gesagt, es geht mit 2.0, es geht lediglich mit 2.0 auch. Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir hat er dann rumgezickt. Also ich habe wirklich zweimal USB 3.0 und einmal USB 2.0. So, und jetzt ist halt das Problem, der Sensor, der hinter euch steht, der muss auch an den PC angeschlossen werden. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr Pech habt, ein Verlängerungskabel. Und ihr müsst es natürlich, ja, ich meine, scheiß auf das Verlängerungskabel, das ist jetzt nur wirklich nicht das Problem, es kostet ja nichts, aber es muss halt durch eure gesamte Fläche dieses Kabel verlegt werden. Da müsst ihr euch im Klaren drüber sein. Man kann die Sensoren auch über Kopf anbringen, das geht auch. Ihr könnt die an die Decke anbringen, dass die so nach unten gucken. Das geht auch. Das habe ich bei einem von den Sensoren sogar gemacht. Kein Problem. Hauptsache, es sind 3 Sensoren, die ungefähr so stehen wie in dem schwarzen Bild. Ja, so sieht es bei der Oculus Rift aus. Tja, die Windows Mixed Reality Brillen, das ist jetzt wieder die Samsung Odyssey. Was soll ich dazu sagen? Da ist natürlich mit Abstand das einfachste Setup. HDMI rein, USB 3.0 rein, fertig. Mehr ist nicht. Ohne Scheiß. Und das ist natürlich auch ein immenser Vorteil von der Windows Mixed Reality Brille. Das ist so genial. Ich habe das auch selber schon öfter getestet. Ich habe es bei mir rausgezogen, bin woanders hingefahren, reingesteckt. Wichtig, Leute, das neueste Windows 10 Update muss drauf sein. Es muss dieses Mixed Reality Center installiert sein. Das könnt ihr, wenn ihr unten in die Suchleiste von Windows 10 reingeht, gebt ihr einfach Mixed Reality Center oder wie das auch immer heißt ein. Warte, ich kann mal kurz reingucken, wie das genau heißt. Mixed Reality Portal, so heißt das Ding. Das muss installiert sein und dann wird jede Windows Mixed Reality Brille sofort erkannt. So, jetzt gibt es aber 2 Möglichkeiten. Ihr könnt einmal auch so eine Umgebung machen, wie ihr das von der Vive und der Rift kennt. Das heißt, ihr könnt den Raum ablaufen und habt dann ein vorgefertigtes Room Scale Setup. Das sind dann diese blauen Linien, die werden euch angezeigt, wenn ihr in die Nähe von den echten Wänden kommt, damit ihr nicht mit dem Kopf vor die Wand rennt. Das geht bei der Vive, bei der Rift und auch bei der Windows Mixed Reality Brille. Ihr geht dann die Wände, mit den Controllern geht ihr die Wände ab oder die Grenzbereiche von eurem Spielfeld und dann erkennen alle 3 Brillen dieses Spielfeld wieder, sobald ihr die Brille anmacht und dann habt ihr halt euer Spielbereich. Aber wenn ihr bei der Brille zum Beispiel draußen sein wollt und das draußen benutzen wollt, dann nehmt ihr einfach das Standing Setup. Also ihr tut einfach so, als ob ihr gar kein Room Scale habt, sondern einfach steht. Das ist bei der Brille egal. Die hat trotzdem Room Scale, das heißt, wir können trotzdem uns überall hin bewegen, aber es gibt natürlich nicht diese Gitterwände, die angezeigt werden, wenn wir draußen zum Beispiel beim Nachbarn dann vors Haus laufen. Da muss natürlich dann einer aufpassen, deswegen wichtig immer einen großen Spielbereich haben, aber diese Grenzen, die gibt es wie gesagt bei allen 3 Brillen. Ja, was würde ich sagen, vom Aufwand her oder vom Room Scale Setup ist definitiv mit großem Abstand die Windows Mixed Reality Brillen zu empfehlen, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie viel rumzuschrauben, aufzustellen oder sonst irgendwas zu machen. Das funktioniert out of the box, reinstecken, fertig. Das hat die geringste Vorbereitungszeit. Die Oculus Rift hat eine mittlere Vorbereitungszeit und die Vive, da müsst ihr wirklich ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Schrauben bohren. Bei der Software allerdings muss ich sagen, ging das bei der Vive bei mir schneller. Ich habe ziemlich viele Probleme gehabt, bis die Rift-Software meine Sensoren in der richtigen Reihenfolge erkannt haben. Da kam immer eine Fehlermeldung und so. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht als bei der Vive, aber dafür habe ich halt beim Aufstellen bei der Vive länger gebraucht. Also ich sag mal so, die Vive und die Rift, das gleicht sich im Endeffekt alles aus, aber bei der hier, bei der Windows Mixed Reality Brille, seid ihr natürlich mit Abstand am schnellsten fertig. Auspacken, anschließen, geht. Kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt auch, und zwar die Controller. Wie können wir denn überhaupt mit diesen Dingern zocken? Wie funktioniert das Erfassen der Controller? Und
wie fühlen die sich an? Ja, da gucken wir uns einfach mal alle nach der Reihe an. Fangen wir mit der HTC Vive an. Ja, um ehrlich zu sein, das sind richtig fette, klobige Dinger. Die sind groß, die sind klobig, die sind auch nicht so leicht. Aber sie funktionieren hervorragend. Also wir haben ein Trackpad, das seht ihr da ganz gut. Wir haben auch diese Laser-Tracking-Sensoren dran. Das heißt, das Tracking funktioniert auch super. Das kommen wir aber gleich noch separat zu dem Thema Tracking. Ja, da muss man natürlich sagen, die HTC hat als erstes diese Sensoren rausgehabt. Die sind wirklich schon alt, die waren direkt bei der Brille dabei. Das haben damals die anderen Brillen noch nicht gehabt, beziehungsweise die Windows Mixed Reality gab es ja damals noch gar nicht. Das muss man natürlich auch ein bisschen zugute halten, aber wir reden ja von jetzt und Zeitpunkt jetzt muss man wirklich sagen, diese Dinger sind ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, die sind klobig, aber viele schwören darauf. Zum Beispiel, wenn du, was ich bei denen besser finde, wenn du Spiele zockst, die mit Shootern, also die Shooter halt, ne, zum Beispiel Pavlov oder Onward, da finde ich, die Dinger fühlen sich eher an wie eine Waffe als die anderen alle. Ja, ist halt so. Bei denen ist es so, bei den Vive-Controllern, die haben einen integrierten Akku, den kann man nicht austauschen, beziehungsweise nur mit extremem Aufwand müsste man das auseinanderschrauben. Man kann die aber mit einem Micro-USB-Kabel einfach laden und man muss keine Batterien wechseln. Ne? Also die halten, ehrlich gesagt, habe ich die noch nie leer gezockt. Ich habe die noch nie leer gezockt, weil ich habe nämlich Docking Stations dafür, die habe ich mit meinem 3D-Drucker ausgedruckt und ich stelle die einfach nur nach dem Zocken da rein und dann sind die halt immer voll, wenn ich zocke. Das Trackpad funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was bevorzugt man, wenn man einen Shooter oder so zockt? Bei Free Locomotion. Free Locomotion bedeutet, wir können uns frei bewegen, zum Beispiel wie als wenn wir bei Doom oder was mit WASD hin und her laufen. Das wäre dann das Trackpad. Da muss man halt gucken, was bevorzugt man, eher ein Trackpad oder eher ein Thumbstick, wie wir das zum Beispiel bei den normalen Controller haben. Das ist ein Thumbstick und das ist ein Trackpad. Ehrlich gesagt, wenn mich jemand fragt, was bevorzuge ich weiß es gar nicht, Leute. Ich finde beides gut. Ich kann mich da nicht festlegen. Irgendwie finde ich beides gut. Ich komme mit beiden gleich klar. Deswegen kann ich da keine Empfehlung geben. Das muss jeder selber für sich wissen. Ne? Also ich habe mich an die Vive-Controller gewöhnt und auch an die Rift und Windows Mixed Reality Controller. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bei denen hier müsst ihr keine Batterien wechseln, einfach ein Micro-USB-Kabel rein und dann laufen die. Allerdings sind die wirklich sehr klobig und ziemlich schwer, haben aber allerdings diese Schlaufen hier dran, damit wir die nicht gegen die Wand feuern. Kommen wir zu den Oculus Rift Controllern. Die gefallen mir, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Die sind unglaublich handlich, die sind griffig, da kommst du überall direkt dran. Also wenn ich dieses Ding jetzt hier in die Hand nehme, das sieht natürlich auch am stylischsten aus von allen. Wir haben den Thumbstick, da ist natürlich jetzt wieder die Frage, kommt man damit klar oder kommt man damit nicht klar? Keine Ahnung. Diese Dinger sind definitiv besser als die von der HTC Vive, meiner Meinung nach. Die sind wirklich toll. Das ist ein ganz großer Vorteil von der Oculus Rift, finde ich. Die Dinger kamen allerdings später raus. Deswegen hatte Oculus natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, das alles zu entwickeln. Ich meine, das ist ja immer ein laufender Prozess. Bald kommen die Knuckles-Controller raus von der HTC Vive, dann sind die wahrscheinlich wieder besser. Und es ist halt immer eine Frage der Zeit. Im Moment sind wirklich die, meiner Meinung nach, die besten Controller, wobei wir gleich auch noch zu Windows Mixed Reality kommen. So, bei denen ist es so, die haben Batterien drin. Ich kann jetzt hier, ich hoffe, ich kriege das jetzt gerade hin. Ja, nee, komm, ich will jetzt nicht kaputt reißen. Wir haben auf jeden Fall hier ein Batteriefach und da sind 2 AA-Batterien drin. Und ja, da scheiden sich halt die Geister. Einen finden das gut, dass man Batterien hat, die kann man schnell austauschen, dann geht es weiter.
Ich persönlich mag es lieber, wenn Akkus drin sind, weil ich habe halt diese Ladestationen. Ich stelle die einfach rein und dann sind die eh aufgeladen. Wenn man keine Ladestation hat, ist das natürlich was anderes vielleicht. Keine Ahnung. Aber von der Ergonomie sind die Dinger wirklich am besten und die funktionieren dann halt per Infrarot. Hier sind überall kleine LEDs. Und die 3 Rift-Sensoren, die wir ja gerade schon gesehen haben, die scannen das und können dann gucken, wo das Ding sich gerade befindet. Das funktioniert gut und im Gegensatz zu den Vive-Controllern haben wir Finger-Tracking, Leute. Das ist ziemlich cool. Wir haben hier überall Sensoren drauf, Touch-Sensoren. Wenn wir zum Beispiel unseren Zeigefinger von dem Trigger einfach nur wegnehmen, wir drücken das nicht, wir nehmen einfach nur weg, dann merkt das Spiel das und dann zeigt man im Spiel auch mit dem Zeigefinger nach vorne. Das ist cool. Das geht auch mit den anderen Knöpfen. Die Rift-Controller können die merken, wenn wir die Knöpfe auch nur berühren. Wir müssen die nicht mal drücken, der merkt auch, wenn wir die berühren. Und wir können dann auch eine Faust machen, indem wir das zusammendrücken. Das ist sehr cool. Das haben die HTC Vive Controller nicht. Allerdings werden das später die Knuckles Controller für die HTC Vive haben. Die haben dann sogar einzelnes Finger-Tracking. Wie gesagt, alles eine Frage der Zeit. Im Moment sind die hier meiner Meinung nach sehr, sehr viel besser als die Vive Controller. Tja, und natürlich noch die Windows Mixed Reality Controller. Die sind für mich so eine Mischung aus beiden. Ne? Die sind eine Mischung aus beiden. Wir haben hier sowohl ein Trackpad als auch ein Thumbstick. Ne? Und im Gegensatz zu den anderen Windows Mixed Reality Brillen ist das hier geschwungener und das liegt sehr gut in der Hand bei der Samsung Odyssey. Und wir können uns halt quasi aussuchen, nehmen wir das oder nehmen wir das. Und das ist ein nicht zu verachtender Vorteil, Leute. Ich komme hier mit meinen Fingern an beide hervorragend dran. Und diese Dinger liegen auch wirklich toll in der Hand. Die haben hier auch diese, genau wie bei der Oculus Rift, diesen Kreis, wo einzelne LEDs dran sind. Und allerdings werden die nicht von den Sensoren, weil wir haben ja bei der Windows Mixed Reality keine Sensoren, sondern von den beiden Kameras getrackt, die in den Windows Mixed Reality Brillen integriert sind. Was natürlich auch bedeutet, wenn wir das Ding aus irgendeinem Grund hinter den Rücken halten müssen, dann geht theoretisch das Tracking verloren. Aber das wird hervorragend ausgeglichen mit Gyrosensoren, die perfekt arbeiten und die, sobald das Tracking verloren geht, werden die aktiviert und merken dann anhand der Bewegung, wo sich das Ding befindet, und sobald es wieder im Tracking-Bereich ist, wird das auch wieder 1:1 getrackt. Also das funktioniert trotzdem gut. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, welche Controller gefallen mir am besten? Ich bin sehr hin und her gerissen zwischen den Windows Mixed Reality und den Oculus Rift Controllern, wenn ich mir das jetzt so überlege. Keine Ahnung, also ich glaube doch, ich muss sagen, mein Favorit sind die Oculus Rift Controller. Die sind toll, die sehen gut aus, die liegen hervorragend in der Hand, die haben Tracking von den Fingern. Das ist, für mich ist da die Oculus Rift in dem Punkt vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist da vorne, das funktioniert hervorragend und das fühlt sich auch sehr gut an, die Controller. Kommen wir zum Display, auch eins der wichtigsten Punkte überhaupt. Jetzt erstmal die puren Fakten. Was haben wir hier alles am Start? Ihr seht, bei der HTC Vive und der Oculus Rift ist es exakt gleich. Wir haben bei beiden ein Field of View von 110 Grad, Auflösung von 1080 x 1200 pro Auge und ein OLED-Display, was ja weithin als das beste Display gilt. So, jetzt haben wir hier die Samsung Odyssey, die hat auch ein Field of View von 110 und eine höhere Auflösung, Leute. Das Ding hat eine höhere Auflösung als die anderen Brillen und trotzdem auch ein OLED-Display. Wir können wenn wir jetzt mal die Farben und die Schwarzwerte und die Helligkeitswerte vergleichen, sind die meiner Meinung nach alle drei auf dem gleichen Stand. Von der Darstellungsqualität sind die eigentlich alle gleich, muss ich sagen. Da siehst du keine Unterschiede. Schwarz ist schwarz,
hell ist hell, Farben sind gut bei allen drei, da sehe ich keinen Unterschied. Aber Leute, wir kommen gleich zum Screen Door Effekt. Was noch wichtig ist, ist diese God Ray Einstrahlung. Das sieht man zum Beispiel sehr gut, wenn man zum Beispiel ein schwarzes Bild hat und unten im unteren Bereich oder ganz irgendwo an den Rändern steht irgendein heller Text. Dann strahlt das in das schwarze Feld rein. Das sind die sogenannten God Ray Effekte. Und da muss ich tatsächlich sagen, ist die Samsung Odyssey besser als die anderen beiden. Bei der Vive und bei der Rift haben wir diese Effekte, diese Einstrahleffekte, die sind ein bisschen nervig. Mich persönlich stört es eigentlich gar nicht so sehr, weil man gewöhnt sich halt direkt dran. Klar, wenn man drauf achtet, nervt es, aber eigentlich finde ich es nicht so schlimm. Aber wenn euch das tierisch nervt, wenn euch das auf Teufel komm raus nervtötend, ist da auf jeden Fall die Samsung Odyssey die beste am Start, was das angeht. In allen anderen Bereichen, wie gesagt, sind die Brillen meiner Meinung nach sehr, sehr gleich. So, und jetzt gucken wir uns mal den Screen Door Effekt an. Wie sieht man die einzelnen Pixel? Wie ist das Gitternetz? So, der Screen Door Effekt, Leute, das ist durchaus ein wichtiger Punkt, der viele Leute stört. Ja, ich habe die Linsen abgefilmt. Es ist eine andere Möglichkeit gibt es nun mal halt nicht, um das irgendwie klar zu machen. Ich könnte natürlich jetzt einen vom dicken Bär erzählen, das würdet ihr mir sowieso nicht glauben. Deswegen habe ich mal die Linsen abfotografiert. Wir sehen als erstes die Vive, als zweites die Rift und als drittes die Windows Mixed Reality. Bei dem ersten Bild, bei der HTC Vive, nicht wundern, dass das so komisch blau ist. Das spielt natürlich nicht so aus. Mein Handy hat es irgendwie aus irgendeinem Grund blau gemacht. Ich kann es euch nicht sagen. Also es ist natürlich nicht blau. Es geht hier aber auch eher um den Screen Door Effekt. Und wir sehen bei der HTC Vive und bei der Oculus Rift sehen wir durchaus diese Bildpunkte schon relativ stark. Ja, wenn ich das jetzt vergleichen würde, die Vive und die Rift, auf den Bildern sieht man nicht wirklich so den Unterschied. Vielleicht würde man bei der Rift sagen, es ist ein Tick besser. Weiß ich nicht. Beim Spielen merke ich nicht so den Unterschied. Viele sagen, der Screen Door Effekt bei der Rift ist wesentlich besser. Kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Es ist vielleicht gefühlt ein Tick besser, aber meiner Meinung nach sind die da relativ gleich, die beiden. Aber guckt euch das mal an. Da sehen wir ja wohl sehr, sehr deutlich, wie krass das den Unterschied macht von der Auflösung. Wir sehen sehr viel weniger Bildpunkte als bei den anderen beiden. Das macht durchaus was aus, die Auflösung, wie ihr seht. Und das macht sich auch während dem Spielen bemerkbar. Du hast einfach die ganze Zeit das Gefühl, dass du eine bessere Auflösung hast, dass alles schärfer ist, dass halt dieses Gitter nicht so präsent die ganze Zeit ist. Und da schneidet die Samsung Odyssey sehr, sehr viel besser ab als die anderen beiden. Das muss man ganz deutlich sagen. Da muss ich sagen, insgesamt beim Screen Door Effekt ist die Samsung Odyssey da weit vor der Vive und der Rift. Tja, Leute. So, das war die Nummer mit dem Display. Wie würde ich mich entscheiden, wenn ich jetzt wirklich die gesamten Sachen, die wir jetzt gerade erfahren haben vom Display, nehmen würde und ich sollte mich für eine entscheiden, dann würde ich tatsächlich ganz klar die Samsung Odyssey nehmen als Windows Mixed Reality Headset, weil die hat das beste Display, besser als die Vive und die Rift. Und als zweiten würde ich tatsächlich die Rift und die Vive auf den gleichen Stand setzen. Sowohl bei den God Rays als auch bei dem Field of View und allem, da ist die Vive und die Rift meiner Meinung nach sehr, sehr gleich. Field of View, alles, da sehe ich ehrlich gesagt nicht so den Unterschied. Keine Ahnung. Was ich aber nach wie vor nochmal erwähnen muss, Leute, ich weiß, die Rift-Leute werden mich dafür wieder hassen, aber ich
habe starke Probleme mit den Oculus Rift Linsen und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist auch der Grund, warum ihr in meinem Kanal sehr selten die Rift im Einsatz seht, weil ich halt einfach unglaubliche Augenschmerzen davon kriege, wenn ich das Ding auch schon 5 Minuten auf habe. Aber Leute, ich muss auch dazu sagen, dieses Problem haben ganz wenige Leute. Ich kenne 2 Leute, die das Problem auch mit der Rift haben, dass die Augen dadurch richtig wehtun und es fühlt sich so an, als wenn man eine zu starke Brille auf hatte irgendwie. Oder als ob man schielt die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, woran das bei mir liegt. Das hab ich bei der Samsung Odyssey und bei der HTC Vive nicht. Da habe ich überhaupt keine Augenprobleme. Und bei der Rift bin ich nach 5 Minuten oder 10 Minuten dann irgendwie froh, wenn ich sie wieder absetze. Ich möchte das erwähnen, weil das halt ein ganz großes Problem bei mir ist. Und deswegen kann ich das einfach nicht unerwähnt lassen, Leute. Ich weiß, ihr haltet mich wahrscheinlich jetzt wieder für bekloppt, weil ich das Ding jetzt deswegen halb runterziehe, aber das ist nun mal so. Ich kann damit nicht vernünftig lange spielen, aber ich sage natürlich auch fairerweise dazu, das Problem scheint fast nur ich zu haben, also ignoriert es halt einfach wieder. Vom Display her ist trotzdem die Samsung Odyssey mit Abstand am besten, muss ich sagen. Kommen wir zum Spieleangebot. Mich haben einige Leute gefragt, ja, was für Spiele kann ich denn überhaupt mit den 3 Brillen zocken? Ja, Leute, was soll ich denn sagen? Wenn wir wirklich alle Möglichkeiten offen halten, die wir verwenden können, damit meine ich jetzt auch so Sachen wie Revive oder die Integration von der Windows Mixed Reality in Steam, dann können wir eigentlich jedes Spiel auf jeder Brille zocken. Wir haben zwar einige Exklusivtitel, aber eigentlich ist es für die Katz. Es hieß ja am Anfang zum Beispiel, Doom VFR ist ein Exklusivtitel für die HTC Vive. Nun, ihr habt es wahrscheinlich in meinem Kanal gesehen, einen Tag später konntest du es halt doch mit der Rift zocken und mit der Windows Mixed Reality Brille sowieso. Genauso umgekehrt. Ich weiß noch, als Lone Echo rauskam, alle haben sich aufgeregt. Mein Gott, ein Rift-Exklusivtitel, nur im Oculus Home Store. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, machst du das Revive-Tool drauf, startest du Oculus Home, tust du die Vive dran klemmen und ab geht's. Lone Echo, ein Rift-Exklusivtitel auf der Vive. Ja, mit der geht's auch. Ich habe auch schon Rift-Exklusivtitel mit Revive auf der Windows Mixed Reality getestet. Das ist auch möglich. Also Leute, dieser Punkt ist eigentlich relativ irrelevant, weil wir eigentlich alle Spiele auf allen Brillen zocken können. Das Einzige, was man halt sagen muss, ist vielleicht mit den Controllern, manchmal ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, den Vive-Trigger zu haben oder manchmal ist es auch ein bisschen angenehmer, den Thumbstick von der Rift zu haben. Das kommt halt auch immer aufs Spiel drauf an und da hat natürlich die Samsung Odyssey den Vorteil, dass die das Thumbstick und das Trackpad gleichzeitig hat. Es ist wirklich Schnurz. Es ist wirklich egal. Wenn ihr mich fragt, welche Software jetzt denn am besten ist, ich bin Steam-Fan, deswegen ist für mich Steam die beste Software, die ist übersichtlich, die funktioniert seit Jahren, die haben da viel Erfahrung mit und dieser Windows Mixed Reality Store oder der Oculus Store, die sind nicht so mein Fall, aber das ist natürlich auch individuell und außerdem ist es auch egal, Hauptsache wir können die Spiele alle zocken. Wenn ihr mich fragt, wenn ihr auf die Zukunft setzen wollt, kauft halt die ganzen Spiele auf Steam, das geht ja. Wir können auch für die Rift und für die Windows Mixed Reality alles auf Steam kaufen und trotzdem zocken. Von daher, warum sollte man nicht alles auf Steam haben? Aber das ist natürlich euch überlassen. Ich persönlich finde die Steam-Software am besten. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja komm, dieser Windows Home Store ist so geil. Oder der Oculus Store jetzt mit der Version 2.0 ist natürlich auch richtig cool. Ist jedem selber überlassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Aber was ich damit sagen will, wir können alle Spiele auf allen VR-Brillen zocken.
ein unglaublich wichtiger Punkt, um den sogenannten Sweet Spot zu finden. Das ist der Punkt, bei dem man an einer VR-Brille den absolut perfekten Blickwinkel hat, scharfe Einstellungen, alles sieht am besten aus, wie es möglich ist. Und dazu brauchen wir die IPD-Anpassung. Ganz wichtige Sache. Und zwar IPD bedeutet Interpupillar Distance. Das ist der Abstand zwischen euren Pupillen. Ich rate jedem, der eine VR-Brille kauft und keine Ahnung hat, welchen Wert er da einstellen soll, geht zum Optiker, Leute. Das hört sich total Banane an und die werden euch auch irgendwie auslachen, wenn die nach dem Grund fragen, warum ihr den IPD-Wert haben wollt. Aber das hat bei mir einiges ausgemacht. Und zwar setzen die dann ein Gerät auf eure Augen und gucken dann, das dauert vielleicht 20 Sekunden, es ist kostenlos. Zumindest bei meinem Optiker war das so, und dann sagen die euch den Wert. Bei mir war der 60,5, das ist relativ gering und das stellt ihr an den 3 Brillen einfach ein. Das ist möglich, und zwar mit den sogenannten IPD-Schrauben. Die gucken wir uns jetzt mal kurz bei den einzelnen Brillen an. Fangen wir wieder mit der HTC Vive an. Das ist die Stellschraube für den IPD. Wenn die Brille eingeschaltet ist, ihr habt sie offen, dann dreht ihr an diesem Rad und auf dem Display steht dann der aktuelle Abstand von den Augen, und das geht, glaube ich, von 60 bis 72 mm oder so, und dann stellt ihr den auf genau den Wert ein, den euer Optiker euch mitgeteilt hat, und dann seht ihr auch direkt, die beiden Linsen werden mechanisch auseinander und zusammengeschoben. Das kann man sehr gut beobachten dann, und das geht bei der Rift halt bei der Vive halt mit diesem kleinen Rädchen. Weiter geht's mit der Oculus Rift. Da habt ihr das Ding hier unten drunter. Das ist auch so ein kleiner Regler. Den könnt ihr hin und her schieben. Diese Einstellung, die ihr gerade seht, also ganz nach links, das ist der kleinste IPD, den ich auch persönlich benutze, weil ich halt einen relativ geringen Augenabstand habe. Da könnt ihr das bei der Oculus Rift einstellen. Und natürlich noch die Samsung Odyssey. Ihr seht dann, unter der Nasenaussparung ist dieses Rädchen, was wir hin und her stellen können. Und da können wir dann bei der Samsung Odyssey halt auch den IPD-Abstand einstellen. Ich glaube, je weiter man nach links dreht, umso weiter auseinander gehen die Augen. Aber das seht ihr ja dann selber. Da könnt ihr dann auch den entsprechenden Wert mechanisch einstellen vom IPD. Ja, wichtig zu wissen ist das natürlich, das ist bei allen 3 Brillen hervorragend gelöst. Gar kein Problem. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, welcher Regler davon am besten ist, würde ich sagen, der hier von der Samsung Odyssey, aber der ist nun wirklich völlig wurscht. Was ich bei der HTC Vive halt geil finde, dass du das direkt auf dem Display eingeblendet siehst, wie groß der Abstand ist. Das gefällt mir halt richtig gut. Bei der Rift hast du so ein Testbild, was du aktivieren kannst. Da kannst du es auch einstellen, und bei der musst du halt wirklich dann auch selber gucken, wo dein Sweet Spot ist. Insgesamt am besten findet man meiner Meinung nach den Sweet Spot bei der HTC Vive. Da habe ich den habe ich schnell gefunden. Ich setze das Deluxe Audio Strap auf, drehe das hinten zu, mache einmal ein bisschen vielleicht hoch, drehe es wieder zu, dann hast du es. Bei der Rift fast genauso, würde ich sagen. Und bei der Samsung Odyssey dauert es ein bisschen länger tatsächlich. Warum, weiß ich nicht so genau, aber ich meine, wenn du das einmal raus hast, dann geht es natürlich schnell. Insgesamt ist der IPD auf allen 3 mechanisch einstellbar, und das finde ich sehr, sehr wichtig zu wissen. Ganz kurz die Kabellänge der 3 Brillen. Da hat die HTC Vive die 5 Meter, die Rift 4 Meter und die Windows Mixed Reality Brille auch 4 Meter. Ja, das ist halt, was soll ich sagen, das ist, man muss halt gucken, wie groß ist der Raum, und ist es mir überhaupt wichtig, wie lang das Kabel ist, weil ich sowieso einen kleineren Raum habe. Ich muss sagen, ich habe mal die Windows Mixed Reality Brille mitgenommen zu einem Haus, was ein größeres Spielfeld hatte, und da muss ich sagen, waren die 4 Meter mir doch ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Ist Geschmackssache. Wir können das natürlich erweitern, Leute. Es gibt Erweiterungsmöglichkeiten, aber mir ging es halt jetzt nur darum zu sagen, was haben die standardmäßig für eine Kabellänge.
Und so sieht es halt aus. Die HTC Vive hat das längste Kabel und die neue HTC Vive wird dann auch mit einem neuen Kabel ausgeliefert, was nur einen Strang hatte. Die Urversion von der HTC Vive, die auch damals schwerer übrigens war. Mittlerweile wiegt die Vive ja 15% weniger, wenn ihr sie jetzt bestellt. Auf jeden Fall ist das Kabel von der Vive, der Rift und der Windows Mixed Reality immer nur ein Strang groß. Also, ne, das ist nicht mehr dieses Dreierkabel von früher. Ja, wenn wir jetzt von Kabellänge reden, wie sieht es aus mit schnurlos? Die HTC Vive gibt es schon seit einigen Wochen mit dem TP-Cast-Modul, was 350 € kostet. Schnurlos, das funktioniert hervorragend. Bei der Oculus Rift kommt es am 19. Dezember 2017 raus, kostet 389 €. Das soll auch hervorragend funktionieren. Und bei der Windows Mixed Reality Brille ist leider noch nichts bekannt, ob die schnurlos wird. Aber ihr wisst ja, da haben wir den Vorteil, wenn wir einen Gaming-Laptop haben, ab in den Rucksack und dann hast du sowieso keinen Schnur mehr, weil wir ja gar keine Sensoren brauchen, theoretisch. Ja, keine Ahnung. So sieht halt die Kabellänge von den 3 VR-Brillen aus. Eine sehr wichtige Angelegenheit für die Brillenträger unter uns, Leute. Mich haben einige gefragt, wie sieht das denn aus mit der Möglichkeit, eine Brille drunter zu tragen. Nun, das kommt tatsächlich auf die Brille drauf an. Wenn ihr eine ziemlich schmale, kleine, dünne Brille habt, geht das bei allen 3 ohne Probleme. Wenn ihr aber eine richtig dicke Brille habt, dann kriegt ihr Probleme bei der Rift und bei der Windows Mixed Reality, weil die nicht die Möglichkeit haben, die Linsen auch nach vorne und hinten zu bewegen. Das hat die HTC Vive als einzige VR-Brille die Möglichkeit und deswegen könnt ihr unter der HTC Vive alle Brillen tragen. Das ist überhaupt kein Problem. Also die HTC Vive ist definitiv die Brille, die am besten für Brillenträger geeignet ist und ich zeige euch jetzt auch mal, wie das funktioniert. So, hier haben wir die HTC Vive und wir haben diese Stellschraube. Das haben wir bei den anderen nicht und zwar ziehen wir die nach außen, also das Ding muss dann da sein, wir ziehen es nach außen und können die dann auf beiden Seiten drehen und dann geht halt dieses Ding hier, dieser komplette Bereich, der geht nach außen weg, sodass wir natürlich weiter von der Linse entfernt sind und demnach auch eine richtig dicke Brille darunter tragen können. Das funktioniert ganz hervorragend mit der HTC Vive. Allerdings müsst ihr natürlich beachten, wenn ihr das ganz nach außen stellt, dann habt ihr ein geringeres Field of View. Das ist natürlich der Nachteil, aber dafür können wir halt alle Brillen unter der HTC Vive tragen. Deswegen in diesem Punkt ist die HTC Vive ganz klar am besten. Eins der wichtigsten Themen natürlich, das ist nun mal wirklich wichtig, dass wir gutes, perfektes Tracking haben, Leute. Wenn wir zum Beispiel, viele von uns zocken Shooter, zocken zum Beispiel Onward oder Pavlov oder sonstigen Spiele, wo man wirklich genau zielen muss, wo nichts wackeln darf, wo nichts auch mal irgendwie außerhalb des Tracking-Bereichs kommt oder weiß der Geier was. Und da möchte ich euch erstmal erklären, wie funktioniert überhaupt das Tracking der einzelnen Brillen. Fangen wir mal mit der HTC Vive an. Die HTC Vive hat ein sogenanntes Lighthouse Tracking. Das basiert im Gegensatz zu den anderen Brillen auf Lasertechnologie. Ihr kennt diese Base Stations. Kann ich das hier jetzt mal? So, das sind diese Dinger. Ne? Und die senden, da ist ein Rotor drin, der schickt die ganze Zeit unendlich oft in der Sekunde einen Laserbereich. Und zwar ist das ein, wie nennt man das? Ja, das ist so ein Strich, so eine Laserfläche, eine flache Laserfläche sendet der in den Raum rein und zwar manchmal so. Ganz oft schickt der diesen Laser durch den ganzen Raum und erfasst dann halt wirklich den ganzen Bereich und das funktioniert, das machen dann beide Vive-Basisstationen und die Laserstrahlen, die werden dann von den
einzelnen Sensoren, die sowohl hier auf den Controllern sind, als auch auf dem Vive Headset, die werden erfasst und dann dementsprechend von der Position her verwertet. Ist eine ganz andere Technologie als das von der Vive, als das von der Rift und von der Windows Mixed Reality. Bei der HTC, mein Güte, das macht einen auch echt fertig, ne, diese ganzen Namen. Bei der Oculus Rift haben wir Infrarotsensoren. Wir haben 3 Kameras, das sind wirklich Kameras, die gucken sich an, wo sind denn die Infrarotlichter. Hier in den Controllern sind ganz viele kleine Lichter drin. Das kann man sogar sehen, wenn man... Jetzt kann ich den wahrscheinlich gar nicht anmachen. Ich gucke mal gerade, ob ich euch das zeigen kann. Ne, das geht nur, wenn die an ist. Ich kann die jetzt gerade nicht anmachen. Sonst kann man das nämlich mit der Handykamera, wenn man die anleuchtet, mit der Handykamera sieht man diese einzelnen Punkte. Ist ganz lustig. Und die haben halt wirklich überall so kleine Punkte und die 3 Sensoren, die 3 Kameras von der Oculus Rift, die gucken sich das halt an, wie sind die angeordnet und können anhand dessen halt gucken, wo ist das Headset positioniert und wie ist das in Verhältnis zu den 3 Sensoren, also Infrarot-Tracking. Bei der Windows Mixed Reality haben wir schon wieder was anderes. Da haben wir gelernt, wir haben gar keine Sensoren irgendwo rumfliegen, sondern wir haben nur diese beiden Kameras. Die sind vorne im Headset drin. Das hat natürlich den Vorteil, wir müssen nichts an die Wand dran schrauben, aber wir haben natürlich dann auch nur den Bereich, der vor uns, also die haben wirklich ein gutes Fischauge, also das ist wirklich alles, was wir hier unter uns und über uns haben und da werden die einzelnen, warte, ich kann das Ding mal anmachen kurz, dann seht ihr das vielleicht. So, die leuchten jetzt, seht ihr das? Die leuchten jetzt und das gucken sich die beiden Kameras an von der Windows Mixed Reality Brille und können dann halt anhand diesen Positionen von diesen weißen Punkten erkennen, wie halte ich denn diesen Controller. Ne? Ist der oben, ist der unten, in welcher Neigung ist der? Das funktioniert halt anhand dieser kleinen LEDs, die da dran sind. Das Headset an sich trackt per sogenanntem Inside-Out-Tracking. Das heißt, es guckt sich die Umgebung an und sieht zum Beispiel, da vorne ist dieser Schrank, der steht an der Stelle, merkt sich das und kann anhand dieser Position feststellen, wo bin ich denn gerade in dem Raum. Und das funktioniert da natürlich mit ohne Begrenzung. Ne? Also ihr könnt euch draußen auf dem Feld stellen und wenn in der Entfernung irgendwo ein Baum steht, dann sieht er das halt auch und kann anhand dieser Position halt auch draußen in einem riesen Feld berechnen, wo wir gerade sind. Allerdings, Leute, hat es wie gesagt den Nachteil, wenn wir den Controller hinter uns halten, geht das Tracking natürlich verloren. Wenn man das 10 Sekunden hinter sich hält, dann geht das ein bisschen verloren. Wenn man das dann wieder nach vorne hält, dann zuckt das erstmal kurz, also wirklich ganz kurz nur, ich sag mal eine Viertelsekunde, bis das Tracking wieder komplett da ist. Das hat natürlich ein bisschen Nachteile, wenn wir einen Shooter zocken. Ne? So, jetzt wollt ihr natürlich von mir wissen, welches Tracking ist am besten. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass das Tracking von der HTC Vive als mit Abstand das Beste gilt, weil wir halt dieses Laser-Tracking haben. Das ist am genauesten, das funktioniert am genauesten, das ist allerdings auch am aufwendigsten. Wir müssen das, wie gesagt, an die Wand bohren, aber dafür haben wir halt wirklich in jeder Hinsicht, egal wo wir dieses Ding hinhalten, immer 1:1 Tracking. Es zuckt nie, es macht keine Mucken, es ist, auch wenn wir es hinter uns auf den Rücken halten, immer haben wir mit der HTC Vive das perfekte Tracking. Das muss man dazu sagen. Bei der Oculus Rift ist das Tracking auch gut, allerdings nur mit 3 Sensoren. Nur mit 3 Sensoren, ganz wichtig. Selbst da muss ich sagen, also ich will um Gottes Willen niemals sagen, dass das Tracking von der Rift schlecht ist. Niemals, das ist wirklich gut. Aber es gibt hin und wieder, vor allem wenn wir die Controller ganz nah am Boden halten und uns selber noch ein bisschen so da drüber beugen, dann kann es durchaus sein, dass wir auch mit dem 3-Sensor-Setup mal das Tracking bei der Oculus Rift verlieren.
Aber wirklich, das ist so selten, das kann man fast vernachlässigen. Es funktioniert wirklich mit 3 Sensoren hervorragend gut auch. Bei der ist es schon was anderes. Da, wie gesagt, wenn wir das hinter uns halten oder das kurz aus dem Blick fällt, dann kann es sein, dass die mal ein bisschen zucken. Und das ist natürlich gerade bei Shootern ein bisschen nervig. Aber wenn ihr jetzt nicht die absoluten Pro-Gamer seid und wirklich hier in Turnieren mitspielt, ist das eigentlich egal. Ich habe auch schon in Onward und Pavlov einige Leute auf dem Gewissen mit den Dingern, das funktioniert gut. Und ihr müsst beachten, dass wir da halt wirklich World-Scale-Tracking haben. Wir können das draußen zocken, wir haben keinerlei Begrenzung. Das Tracking funktioniert unendlich weit. Das ist geil, Leute, das ist geil. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, wenn ihr wirklich wirklich das absolut perfekte Tracking haben wollt, wo wirklich alles funktioniert, kann ich euch nur die HTC Vive empfehlen, weil da wirklich nie irgendwelche Tracking-Verluste sind. Ich habe zumindest noch nie welche gehabt, das funktioniert absolut hervorragend. Danach würde ich sagen die Oculus Rift und dann die Windows Mixed Reality vom Tracking her, muss ich sagen. Ja, das Thema Modularität oder Erweiterbarkeit. Viele denken sich wahrscheinlich, ist mir doch egal, was da alles gibt für. Aber, Leute, da ist tatsächlich die HTC Vive mein absolutes Schätzchen nach wie vor, weil wir haben mit der HTC Vive, das ist die einzige Brille, die uns Full Body Tracking ermöglicht. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ist doch egal, das braucht doch kein Mensch und so, ist ja auch viel zu teuer. Das sagen wahrscheinlich die Leute, die das noch nie ausprobiert haben. Das ist ein ganz krasser Scheiß, Leute, sage ich euch. Wir können tatsächlich die Vive-Tracker, die können wir an unseren Fuß binden. Ich hole die mal kurz, dann zeige ich euch die nochmal. Ja, also das hier ist jetzt zum Beispiel ein Video, was ich mit Full Body Tracking gedreht habe, Island 359, und wir füllen unseren ganzen Körper. Ihr seht das jetzt zum Beispiel, Achtung, der Fuß, seht ihr das? Zack, zack, ich kann die Dinosaurier wegtreten. Das ist richtig krass, Leute, sage ich euch, das macht richtig Bock. Und zwar sehen die Dinger so aus, das sind die Vive Tracker. Ihr seht, die haben ziemlich viel gemeinsam mit diesen Controllern von der HTC Vive. Die haben auch überall diese Laser-Tracking-Sensoren drauf, ganz viele. Und anhand dessen können halt die ganzen Positionen bestimmt werden. Und wir können richtig viele gleichzeitig einsetzen. Jetzt fragt mich nicht, ich glaube, es können 16 Stück gleichzeitig eingesetzt werden, theoretisch. Aber wir können Full-Body-Tracking schon mit 3 von diesen Dingern. Eins an linken Fuß, eins an rechten Fuß und ein drittes hinten mit einem Gürtel an die Hüfte, an den Hintern, und dann habt ihr Full Body Tracking, und für mich ist das der Killer tatsächlich. Der absolute Killer ist das für mich. Auch wenn ihr mir das vielleicht nicht glaubt, auch wenn ihr denkt, ich will jetzt damit wieder die Vive gut reden oder so, das ist für mich VR 2.0. Das ist für mich ein ganz großes Thema, und das ist so unglaublich immersiv, wenn ihr einmal Full-Body-Tracking hattet und irgendein Spieler mitgezockt hat. Diese Dinger sind jetzt gerade erst am Erscheinen. Ich hatte die ganze Zeit nur wegen der Developer Edition. Es kommen jetzt auch mittlerweile ganz viele Spiele dafür raus. Es wird immer mehr, und klar, die Dinger sind teuer. Die kosten 100 Euro pro Stück, und das ist wirklich nur was für richtige Freaks, für Leute, die die absolute Extrem-VR-Erfahrung genießen wollen. Für die kann ich das empfehlen, das ist richtig geil, und das übertrifft die anderen beiden VR-Brillen um Welten. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist der absolute Killer, diese Dinger. Das macht richtig Bock, das ist richtig geil. Ja, was haben wir? Das muss ich loswerden. Es ist halt nun mal die Wahrheit. Bevor ihr rummeckert, bitte versucht irgendwie mal an so Dinger zu kommen, auch wenn es nur zum Testen ist, und macht dann mal Full Body Tracking. Wahnsinn, geil, richtig geil. Auch so Tanzspiele gibt es ja schon und alles. Richtig cool gemacht.
Climbee können wir mit Full Body Tracking auch zocken. Und VR-Chat, da kannst du auch allen möglichen Blödsinn mitmachen. Richtig cool. Ja, dann, was gibt es noch zur Erweiterbarkeit zu sagen? Die HTC Vive hat schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, schnurlos zu sein. Wir haben das TP-Cast schon seit einigen Wochen für die HTC Vive. Das funktioniert hervorragend, aber da kommt natürlich jetzt auch bald die Oculus Rift am Start. Am 19. Dezember 2017 wird es das Ding geben und das soll dann auch genauso gut funktionieren wie bei der HTC Vive. Das heißt, das TP-Cast für die Rift. So können wir die Rift dann natürlich auch noch erweitern. Das ist richtig cool. Und bei der Brille, bei der Samsung Odyssey, muss man tatsächlich sagen, da kann man bisher gar nichts erweitern. Mir ist nichts bekannt, was man da erweitern kann. Was mir vielleicht... Nee, ich weiß es nicht. Also es gibt nichts, was angekündigt ist bezüglich, dass das Ding schnurlos wird oder sonstiges Equipment. Da gibt es leider nichts, was mir bekannt ist. Also muss man tatsächlich sagen, die Windows Mixed Reality Brillen sind nicht wirklich erweiterbar. Ob euch das wichtig ist, müsst ihr selber entscheiden, aber von der Erweiterbarkeit ist die HTC Vive wirklich um Welten von den anderen beiden entfernt. Die ist absolut Premium, was das angeht, und deswegen ist aus diesem Grund, alleine wegen diesen Dingern hier, ist die HTC Vive halt mein Favorit. Obwohl die am teuersten ist, aber da kommen wir ja gleich später noch zu. Das ist, Entschuldigung, das Thema Erweiterbarkeit. Es gibt natürlich noch ganz vieles, diese ganzen, wie heißen diese Dinger, diese Waffenhalterung, die gibt es aber allerdings auch für die Rift, zum Beispiel dieses ProTube VR, da kann man die Controller reinstecken und dann sieht das aus, fühlt sich das an, wenn man eine richtige Waffe in der Hand hat. Das gibt es aber für die Vive und für die Rift. Da ist das Ding, die Samsung Odyssey, leider auch noch nicht am Start, aber die ist ja auch noch nicht lange draußen. Also so sieht es aus zum Thema Erweiterbarkeit. Das Thema Mobilität, ich habe es ja schon mal in Teilen angerissen. Wie sieht das denn aus, wenn ich meine VR-Brille mit zu meinem Kumpel nehmen will? Was kann ich denn da machen? Ja, wie ihr schon sicherlich euch denken könnt, ist das bei der HTC Vive sehr, sehr schwierig, vor allem wenn ihr die Basisstation in die Wand gebohrt habt. Ihr habt ja hinten diese Halterung oder hier unten drunter. Das ist sehr, sehr schwierig. Es sei denn, ihr habt die Dinger an so Ständern dran, an so Stativen. Dann könnt ihr vielleicht die Stative mitnehmen und das aufbauen. Aber dann müsst ihr wieder das komplette Room-Setup machen und so. Also die HTC Vive ist sehr, sehr unmobil, sage ich jetzt mal. Bei der Rift ist es vielleicht ein Tick besser, weil wir da auch diese Ständer haben. Habe ich jetzt hier gerade einen da? Ne, habe ich nicht. Ihr habt die aber schon eben gesehen. Also die kann man einfach auf den Tisch stellen und das ist vielleicht ein Tick besser. Die kann man vielleicht eben in den Schrank, in die Tasche packen und ab geht's. Trotzdem müssen wir da nochmal das komplette Room-Setup auch nochmal machen, es sei denn, man macht eine Standing Experience. Das geht vielleicht einen Tick besser als bei der Vive, aber natürlich, wie wir alle ganz klar wissen, das ist das absolute Alleinstellungsmerkmal der Windows Mixed Reality Brillen. Die sind ultra portabel. Das Einzige, was du machen musst, ziehst die Stecker raus, packst es in den Sack rein, packst die Controller mit dazu und ab geht's zum Kumpel, steckst es in seinen Computer rein, wartest bis Windows das erkannt hat, dauert 10 Sekunden und ab geht's. Also wenn ihr wirklich eine VR-Brille habt, die ihr mit mehreren teilen wollt, die ihr mal mitnehmen wollt, da ist das hier the place to be, Leute. Die Samsung Odyssey bzw. die Windows Mixed Reality Brillen sind ultra portabel und ist ja klar, weil die halt Inside-Out-Tracking haben und keinerlei Sensoren benötigen. Also da ist die Vive natürlich am schwächsten, was das angeht. Dann die Rift und mit Abstand am besten natürlich dann die Samsung Odyssey bzw. die Windows Mixed Reality Brillen. Ja, und natürlich auch sehr, sehr wichtig für die meisten Leute der Preis. Da sehen wir, die HTC Vive kostet 699 €. Da sind dann halt die Basisstationen dabei, die Controller, Kabel, diese Box, die dazugehört.
Da ist allerdings nicht das Deluxe Audio Strap dabei. Meiner Meinung nach, ich meine, es ist eure Entscheidung, ob ihr mit dem Ding, wie es so ist, klarkommt. Meiner Meinung nach gehört das Audio Strap dazu. Das kostet nochmal 120 Euro extra. Das heißt, ja, wenn ihr das Komplettset haben wollt, dann seid ihr bei 820 Euro ungefähr. Das ist natürlich wesentlich mehr als die anderen Brillen kosten. Aber ihr kennt ja das Thema Erweiterbarkeit und so. Ihr könnt die Vive-Tracker dazu bestellen, die kosten pro Stück 100 Euro. Das heißt, ihr habt dann nochmal, wenn ihr 3 Vive-Tracker habt, 300 Euro extra. Ihr seht schon, die Vive ist eine Premium-Brille. Die ist halt nochmal teurer, so sieht es halt aus. Die Oculus Rift liegt bei 449 Euro. Da sind die Touch-Controller dabei und 2 Sensoren. Den dritten Sensor könnt ihr für 69 Euro dazu bestellen. Das heißt, wir sind dann ungefähr bei 520 Euro oder was. So, und bei den Windows Mixed Reality Brillen, die Samsung Odyssey ist noch nicht in Europa verfügbar. Die kostet in den USA $499. Allerdings gibt es die auch schon für, es gibt ja auch andere Windows Mixed Reality Brillen, die starten ab 350 bis 400 Euro. Die sind ein Tick günstiger als das Set dann von der Oculus Rift. So sieht es aus. Das sind die Preise, für die ihr mit den VR-Headsets rechnen müsst. Natürlich sind laufend Sales am Start, Leute. Zum Beispiel bei der HTC Vive ist im Moment Fallout 4 VR dabei. Das ist auch nicht zu verachten. Das Ding kostet 60 Euro, glaube ich, ne, das Spiel. Das ist natürlich auch mal eine Ansage. Also falls ihr Fallout 4 VR haben wollt, dann könnt ihr da jetzt zuschlagen. Bei der Rift ist es auch so. Da sind auch immer Spiele dabei und die ist auch oft im Sale. Da müsst ihr halt immer am Ball bleiben. Und bei denen hier ist es noch relativ unklar, wie die jetzt zu Weihnachten, ob es da Angebote gibt, ob die im Preis verfallen oder so. So ist aber der UVP, diese Werte, die ihr hier gerade seht, sind die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller. Tja, ich glaube, ich habe euch jetzt wirklich viel über die 3 Möglichkeiten von VR-Brillen erzählt und ihr wollt jetzt natürlich von mir wissen, welche VR-Brille soll ich mir denn holen? Ja, was soll ich jetzt? Ich kann jetzt nicht sagen, so, die HTC Vive ist jetzt am besten, weil diese Sache hängt einfach davon ab, was ihr persönlich erwartet. Ne? Wenn ihr jetzt einfach irgendeine VR-Brille haben wollt, Hauptsache es ist die günstigste, dann nehmt die irgendeine Windows Mixed Reality Brille, zum Beispiel die, ich glaube die Acer, die gab es jetzt mal für 350 Euro kurz. Die funktioniert, das ist eine gute VR-Brille, kein Thema und die kriegt ihr halt dann auch billig. Wenn ihr ein bisschen mehr Wert auf also wenn ihr auf Mobilität Wert legt, ganz klar ist das euer Held. Ganz klar die Windows Mixed Reality Brillen, die Samsung Odyssey, ganz klar vor allen anderen. Wenn ihr so einen Mix sucht, ich sag mal, ich will gutes Tracking haben, ich will aber auch nicht so viel ausgeben, dann empfehle ich euch die Oculus Rift. Die ist, sag ich mal so, in der Mitte von allem. Die kann alles. Die kann eigentlich alles. Die hat, das Tracking ist gut, das Bild ist gut. Man kann sie einigermaßen leicht abbauen, wobei, nee, eigentlich nicht. Vergesst, ich weiß es nicht. Also, nee, Mobilität wirklich nur die. Ich will euch die anderen beiden Brillen nicht empfehlen, wenn ihr mobil sein wollt. Das ist wirklich nur die. Wenn ihr auf unglaubliche Bildqualität steht, wenn der Screen Door Effekt euch am wichtigsten ist, auch die, ganz klar. Aber trotzdem, wenn ihr einen Mix sucht, Leute, wenn ihr einen Mix zwischen allen sucht, die darf nicht teuer sein, die soll vernünftiges Tracking haben, ich sag mal so, das Spielfeld soll einigermaßen okay groß sein und dann empfehle ich euch die Oculus Rift definitiv, weil die kostet, ihr habt gesehen, 520 Euro mit dem dritten Sensor. Das ist ein guter Preis wirklich für so eine gute VR-Brille. Das ist gar keine Frage. Da würde ich an eurer Stelle zuschlagen und meiner Meinung nach aber, wenn ihr wirklich das ultimative VR-Erlebnis haben wollt, das absolut Premium VR-Erlebnis mit jederzeit perfektem Tracking
und Erweiterbarkeit mit Full Body Tracking, dann greift tiefer in die Tasche und holt euch die HTC Vive. Das ist halt schwierig, das müsst ihr selber wissen, wenn euch Full Body Tracking am Arsch vorbeigeht und ihr nichts dagegen habt, wenn ab und zu mal ein bisschen was zuckt beim Tracking, kann ich euch natürlich definitiv auch die Oculus Rift empfehlen, wobei viele auch sagen, sie haben gar keine Aussetzer beim Tracking. Das glaube ich natürlich auch, das ist gar kein Thema. Von der Bequemlichkeit, wenn euch es wichtig ist, dass ihr Stunden am Stück zocken wollt, wenn ihr wirklich keine Abdrücke oder so haben wollt, dann ist auch die Samsung Odyssey euer Kandidat. Ganz wichtig, ja, wenn ihr Brillenträger seid und ihr habt eine dicke Brille, dann dringend die HTC Vive holen, weil die anderen kommen damit nicht so gut klar. Dann kann es schon mal sein, dass das Glas von der Brille dann auf den Linsen schrappt und das ist keine gute Idee. Also Brillenträger, die eine dicke Brille haben, unbedingt zur HTC Vive greifen. Spieleangebot ist egal, wie gesagt, da könnt ihr alle wählen, das ist kein Problem. Vom Display her, wie gesagt, ist die am besten, weil die den geringsten Screen-Door-Effekt hat. Wenn ihr ganz faul seid, um irgendwas einzurichten, wenn ihr direkt loslegen wollt, ist auch die Samsung Odyssey am besten. Ja, keine Ahnung, Leute. Es hängt ein bisschen von euch ab. Mein klarer Favorit ist tatsächlich immer noch die HTC Vive. Alleine nur aus diesem Grund und wegen dem Tracking. Ne, das ist für mich einfach die ultimative VR-Erfahrung. Das haben die anderen Brillen halt alle nicht. Aber im Prinzip kannst du sagen, diese 3 Brillen, die ihr hier seht, sind alles wirklich geile VR-Brillen. Jede von denen hat ihre Vor- und Nachteile, alle sind aber geil. Wer ins VR-Erlebnis einsteigen will, nimmt eine von den 3 Brillen. Die Vor- und Nachteile habe ich euch alle genannt. Die sind alle gut, das sind alles Top-Brillen. Achso, eine Sache noch, wenn ihr wirklich die coolsten Controller haben wollt, das habe ich jetzt gerade noch vergessen, sehe ich gerade auf meiner Liste, griffige Controller mit Finger-Tracking, dann nehmt ihr die Oculus Rift. Ganz klar, die hat die coolsten Controller meiner Meinung nach, das will ich natürlich auch noch erwähnen. Vom Design her, da scheiden sich natürlich die Geister, muss ich sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, welche sieht denn am besten aus, würde ich auch die Samsung Odyssey sagen. Aber das ist mir wirklich völlig wurscht. Vom Design her gefällt mir die PSVR sogar am besten, aber die haben wir jetzt hier nicht dabei. Es geht hier tatsächlich erstmal nur um PC-VR-Brillen, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt wirklich einen Sinn macht, die PSVR in diesem Vergleich mit einzubeziehen, weil entweder hat man eine Konsole oder man hat einen PC. Entweder hole ich mir eine Konsolenbrille oder eine PC-Brille. Ich glaube nicht, dass die mit in den Vergleich gehört. Weiß ich nicht. Es wissen die wenigsten Leute, ich werde mir eine PSVR holen. Allerdings warte ich noch damit, bis die neue Version rauskommt von der PSVR. Die hat ja integrierte Kopfhörer, HDR-Durchschleifen und ein paar Designverbesserungen. Die werde ich mir dann holen. Und dann werdet ihr bei mir auch PSVR-Tests sehen. Das war unser großer Vergleich von den 3 Haupt-PC-Brillen der HTC Vive, der Oculus Rift und der Windows Mixed Reality, hier im Fall mit der Samsung Odyssey. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und einige Sachen erklären, die ihr noch nicht wusstet und euch mal darstellen, wie das ungefähr alles im Vergleich ist. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fehler bemerkt habt, wo ich Blödsinn erzählt habe, das kann natürlich auch sein. Ich habe zwar jetzt recherchiert, aber natürlich bin ich auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Schreibt es unter die Kommentare, wenn ihr meint, da war irgendwas falsch. Oder wenn ihr selber eure Meinung dazu sagen wollt, bin ich sehr froh drum. Schreibt es unter die Kommentare und gebt mir bitte ein Like, weil das war natürlich wieder durchaus ziemlich viel Arbeit, das alles zu machen. Und wenn ihr mich abonniert, würde ich mich natürlich am meisten freuen, weil ich teste für euch wie immer die neueste und aktuellste Hardware im VR-Bereich und natürlich auch alle Spiele. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.